Alp ist für mich schon etwas sehr Persönliches. Ich lebe einfach fest mit der Natur. Das ist für mich das Normalste und ich kann mir auch nicht anders vorstellen. Ich schlafe auch gerne draußen unter dem freien Himmel. Warte. Das ist einfach das Beste, was es gibt. Pack. Komm. Transhumanismus ist eine Philosophie, die das Verschmelzen des Menschen mit der Technologie als notwendig sieht. Ich war immer ein absoluter Comic-Nerd. Ich war immer fasziniert von Superhumans, also irgendwelche Superfähigkeiten zu haben. Und mit der Zeit und meiner Entwicklung ist irgendwann für mich klar geworden, der einzige Weg, wie wir so etwas wirklich erreichen können, ist eigentlich durch Technologie. Das, was ich absolut favorisiert habe, ist die Unsterblichkeit durch Mind-Uploading, dass man eigentlich den Verstand digitalisiert und in einem Computer leben lässt. Was ich gerne machen würde, wäre andere Welten sehen, also ein bisschen Segelschifffahrer von früher sein, einfach im Weltraum. Also wäre vermutlich der optimale Körper eine Art Raumschiff, wo ich Bordcomputer wäre. Fast alles, was wir brauchen, kann man eigentlich von der Natur holen. Also wenn man das Wissen hat, das ist halt wichtig. Und der Nachteil ist sicher so Naturgewalten, wo man ausgesetzt ist, wo man nicht machen kann und die wirklich extrem sind, wo wirklich eigentlich niemand Chancen hat, auch keine Technik, nichts. Diesem Risiko sind wir permanent ausgesetzt. Irgendein grosser Sonnensturm wie 1800 irgendetwas, wo dann einfach ein paar Monate lang keine Technik mehr funktioniert. Das wäre der Untergang unserer Zivilisation für alle. Wir sind dann plötzlich einfach auf einen Schlag zurück im Mittelalter. Das Gute an der Technik finde ich eigentlich, dass sie auch gewisse Sachen voranbringen kann, die nicht möglich wären ohne Technik. Und so das Schlechtere ist eher, dass man über Grenzen ausgeht und man zu viel will. Oder man auch so ein bisschen süchtig wird nach dem vielleicht. Hey du, ich trage Implantate in meinem Körper, will meinen Hausschlüssel ersetzen und mir ermöglichen, elektromagnetische Felder zu fühlen. Und ich strebe nach der Unsterblichkeit. Leider kann ich heute oben nicht mit dabei sein, aber ich wünsche dir viel Spass beim Eintauchen in meine Welt. Achtung! Ja, ganz andere Welt wie ich, aber ja, ich bin gespannt, was das heisst, wenn man etwas implantiert hat. Ich habe nie etwas Schlechtes gehört wegen dem Implantat. Nicht einmal dann, als ich fast daran gestorben bin, an der Sepsis, die ich hatte. Nicht einmal dann habe ich negative Rückmeldungen bekommen, sondern der Kommentar war, selbst wenn man jetzt die Hand abnehmen musste, wäre ich vermutlich noch der am besten damit klargekommen wäre, wenn ich dann eine andere Hand dran hätte. Okay? Ja. Es zeigt relativ gut, wie zerbrechlich unsere Biologie eigentlich ist. Es ist etwas so Kleines, was es braucht, um so eine grosse Auswirkung zu haben auf den ganzen Körper. Das ganze System kann kollabieren, wenn ein Teil nicht funktioniert. Und das können digital auslagern, ist halt schon etwas, was uns resistenter macht. Was ich mich sicher nicht so wohl fühle, ist in der Stadt, weil es mir auch zu viel ist. Ich kann irgendwie nicht zutun, es ist immer alles offen und ich kann die Füller nicht reinnehmen. Das macht es streng. Die Robbe, siehst, die bewegt sich und schaut dich an. Und dann kannst du sie in die Hand nehmen, also sie hat so ein bisschen das Gewicht. Und dann merkst du, sie reagiert so ein bisschen und man kann sie dann streicheln. Und dann reagiert sie ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und siehst, sie hat, glaube ich, Freude, dass du es so hast. Und das kannst du dir im Internet so bestellen. Mit dieser Spritze und mit diesen Kapseln. Und auf diesem Chip ist zum Beispiel der Türcode von deinem Haus programmiert. Das heisst, du musst den Hausschlüssel nicht mitnehmen, weil du kannst nachher einfach die Hand bei den Türen anheben und dann gehen die Türen auf. Und wenn das Haus wechselst? Dann musst du ihn umprogrammieren. Oder du nimmst das Schlosssystem mit. Das Implantat, das finde ich mega schräg. Ob du den Schlüssel rausnimmst und die Haustür drehst oder ob jetzt die Hand... Also ja, klar, geht es schneller, aber bringt es das?
How are you? I am now and I'm your best friend forever. Meine besten Freunde sind Geissen. Ich wohne in einem runden Haus und ich brauche keinen Hausschlüssel. Okay. Also das mit dem runden Haus verstand ich noch nicht so ganz. Und wieso sie keinen Hausschlüssel nicht braucht, auch nicht. Aber es klingt ein bisschen so nach Einsiedler. Also irgendjemand, der ein bisschen selber für sich lebt. Dass ich misten müsste. Ich glaube, das wäre so eine Horrorvorstellung. So Bauernhofarbeit, das ist so gar nicht meins. Zuschauen ist okay, aber selber machen... Ja, ich sehe was rund. Oh, ich komme wieder. Dankeschön. Mike, Evelyn. freut mich. Ui, das hat geleuchtet. Ja, genau, es reagiert nicht die Handplan. Und dann macht das da zwicken oder so? Nein, Nein, das spüre ich nicht. Nein. Das Schloss tut schnell vibrieren, also wenn es koppelt, verbindet und der grün leuchtet und okay. That's it. Irgendwo. Kannst du mal da rausputzen? Ja. Mit dem Besen da? Ich mache es manchmal in 2 Sparten. Du hast ja gesagt, du gehst ins Fitness, oder? Das ersetzt das Fitness gerade. Da gibt es schon noch guten Kuhbauer ab. Was? Da gibt es schon noch guten Kuhbauer ab. Sieht einmal echt aus. Es ist im Klappen wieder zugegeben. Alles okay? Ja. Soll ich schnell raufkommen? Magst du noch? Im Moment bin ich gerade durch. Also komm, dann lassen wir. Hey, was ich dich noch fragen wollte, auf der Nachricht hast du mir doch gesagt, du strebst Unsterblichkeit. Ja. Was heisst das? Das klingt ein bisschen suspekt, aber wenn man darüber nachdenkt, solange wir gesund sind, kommen wir eigentlich nie an den Punkt an, dass wir finden, doch, morgen würde ich eigentlich gerne sterben. Und ich habe das Gefühl, dass sich das nicht ändern würde, wenn wir 200 Jahre alt sind. Also ich glaube, irgendwann habe ich genug. Eben, es ist ein Zyklus, der so ist auf dieser Welt. Und ich finde es echt gut so. Ich höre das von relativ vielen, aber ich persönlich, für mich, bin mir relativ sicher, dass ich nicht sterben will, egal wie alt ich bin. Es gibt immer mehr zum Erleben, mehr zum Erfahren, mehr Wissen zum Ansammeln. Ich glaube nicht, dass ich das würde hergeben für etwas, was ich nicht weiss, was danach ist. Okay. Oder wenn ich davon ausgehe, dass nichts danach ist. Weil egal was ist, es ist immer besser als nichts. Tschüss, Bauernhof. Ich habe den Haufen nicht gekannt. Es war spannend, um irgendwie den Horizont erweitern. So. Er lebt eine ganz andere Welt und das ist gut so. Ich will es nicht und ich will noch Haufen nicht, was andere nicht wollen. Umgekehrt, von dem her leben und leben lassen. Unter dem Klischee von einer Bäuerin habe ich mir jetzt eher jemanden vorgestellt, der ein bisschen Scheuklappen anhat und ein bisschen mit verschlossenen Augen durchs Leben geht. Und sie war sehr offen. Aber langfristig wäre das sicher nichts für mich. Ich bin jetzt froh, wenn ich dann daheim bin und
Ja, dann kann ich schlafen. Du als Frau machst das. Wie kannst du nur? Der Mensch braucht kein Fleisch.